Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zum Wohl. Ich habe in den letzten 2 Wochen oder vor 2 Wochen festgestellt, dass wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich der Grundgedanke von Kultur und Ingenium, nicht auf ein Video verweisen kann. Außerdem ist mir aufgefallen, dass mancher, weil ich ab und zu über das Buch rede, eine falsche Vorstellung davon erlangt, was eigentlich der Inhalt desselben ist. Deswegen will ich heute ein für alle Mal klären, was ist der Grundgedanke in Kultur und Ingenium. Zunächst einmal müssen wir uns fragen, was ist dieses Buch eigentlich? Was soll es? Es ist eine Geschichtsphilosophie. Nun, was ist eine Geschichtsphilosophie? Philosophie im Allgemeinen könnte man beschreiben als Metawissenschaft. Man will die Grundlagen einer Wissenschaft bilden. Also etwa wäre so eine Frage, ist die Kopenhagener Deutung tatsächlich berechtigt? Wäre eine Frage der Philosophie, der Physik und nicht der Physik selber. Es gibt auch natürlich die Philosophie der Mathematik und man kann sich natürlich auch etwa die Philosophie einer Kunsthistorie ansehen. Sie wird natürlich meistens nicht extra als Philosophie betrachtet, aber durchaus auch, wenn Sie die Historie nehmen, als Ästhetik. Also Philosophie ist eine Art Metawissenschaft. Es geht um die Grundlagen des Denkens, aber eben auch für spezielle Gebiete der Wissenschaft. Und Geschichtsphilosophie scheint da ein Spezialfach zu sein, nicht? Also die Philosophie der Geschichte. Und das ist ein Trugschluss. Denn Geschichtsphilosophie ist nicht die Philosophie einfach nur der Geschichte, sondern sie ist die Philosophie von allem. Sie haben richtig gehört, von allem. Wie kommt das? Weil schon im Begriff Geschichtsphilosophie eigentlich ein Zirkelschluss steckt. Was ist denn Geschichte? Geschichte ist all das, was die Menschheit in den letzten paar tausend Jahren und je nachdem, wie weit Sie es fassen, erlebt hat. Was hat sie erlebt? Sie hat die Natur wahrgenommen, sie hat Theorien über die Natur gemacht, sie hat Gesellschaften gebaut, sie hat Künste erfunden und so weiter. All das, was der Mensch in diesen Jahrtausenden getan hat, ist Geschichte. Also auch alle Philosophie, die er hervorgebracht hat. Jede Kunst, jede Gesellschaftsform, jede Technik, jede Wissenschaft. Das heißt, die Philosophie der Geschichte ist die Philosophie von allem, was wir kennen, von allem, was wir wissen. Geschichtsphilosophie ist deshalb die Philosophie schlechthin, die Metawissenschaft schlechthin, gewissermaßen eine Metaphilosophie. Das ist das Erste, worüber wir uns klar werden müssen. Und wie müsste eine Geschichtsphilosophie sich nun beweisen? Wie könnte ich Sie davon überzeugen, dass eine gewisse Theorie von der Geschichte, also von allem, tatsächlich wahr ist? Und da sehen Sie, das ist eine umfangreiche Aufgabe. Ich müsste nämlich an allen einzelnen Beispielen der Geschichte, an allen Ereignissen, an allen Vorkommnissen der Geschichte Ihnen zeigen, dass eine gewisse Theorie, die ich Ihnen vorstelle, gilt. Und deswegen sind Geschichtsphilosophien auch meist etwas dickere Bücher, weil es einiges darzustellen gilt. Das kann ich Ihnen natürlich in einem kurzen Video nicht vorstellen, aber anhand eines einzelnen Beispiels kann ich es tun. Und das machen wir so ähnlich, wie es auch im Buch selbst passiert. Da geht es zwar zunächst um Religionsgeschichte und natürlich, ich könnte Ihnen das auch anhand der Philosophiegeschichte vorstellen. Nur würde ich jetzt beginnen, sagen wir mal, die griechisch-römische Philosophie herzunehmen und die Theorie daran zu exemplifizieren, dann bräuchten Sie schon eine ganze Menge Vorkenntnisse zur antiken Philosophie. Und die vorauszusetzen oder auszubreiten, ist einfach etwas umständlich.
Zumindest in einem kurzen Video. Es gibt aber ein Beispiel von Tatsachen in der Geschichte, für die Sie kein Vorwissen brauchen, das Sie alle kennen. Und das ist die Architektur. Warum? Weil Sie, wenn Sie durch Ihre Heimatstadt gehen, und das ist nicht gerade eine, die im Krieg besonders schwer zerstört wurde oder wo die moderne Architektur ganz besonders schlimm gewütet hat, werden Sie, wenn Sie durch Ihre Heimatstadt gehen, ganz verschiedene Stile der abendländischen Architektur wahrnehmen. Zum Beispiel eine gotische Kirche, ein Renaissance-Rathaus, vielleicht ein barockes Schloss, ein klassizistisches Schloss oder eine klassizistische Tempelanlage im Park und natürlich, das gibt es eigentlich in fast jeder größeren deutschen Stadt, sehr viel Historismus. Und die Moderne kennen Sie auch. Und falls Sie auf dem Dorf leben, dann haben Sie vielleicht in unmittelbarer Umgebung auch irgendwo eine romanische Kirche schon einmal gesehen. Und selbst wenn Sie die Begriffe nicht zuordnen könnten, würden Sie doch sehr klar feststellen können, dass es sich um verschiedene Arten von Ästhetiken handelt, die im Laufe der Geschichte durch die Architektur hervorgebracht wurden. Und anhand dieses Beispiels der Architektur, Historie des Abendlandes, der Abwechslung der Stile des Abendlandes, will ich Ihnen zeigen, wie die Theorie in diesem Buch aussieht, welche dann sich natürlich auch auf alle anderen Gebiete übertragen lassen muss, wenn die Theorie Geltung haben will. Aber wir können es nur an diesem einen Beispiel exemplifizieren. Den Rest müssen Sie dann nachlesen. Nun habe ich Ihnen die einzelnen Stile ja schon vorgezählt. Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus, Historismus, Bauhaus. Aber wie nehmen die sich nun konkret aus? Nun beginnen wir mit der Romanik. So eine romanische Kirche oder von mir aus auch ein Stückchen Stadtmauer oder eine Kaiserpfalz oder ein romanisches Kloster, das Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Das zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es eine Architektur aus elementargeometrischen Körpern ist. Das heißt aus Zylindern, aus Kegeln, vor allen Dingen aus kubischen und rechtwinkligen Objekten. Und dann wissen Sie natürlich, Fenster meist mit Rundbogen. Das ist sozusagen die Geometrie und die Oberflächenbehandlung existiert meistens gar nicht. Sie haben vor allen Dingen glatte Flächen, sofern die Mauern als glatt bezeichnet werden können. Ornament beschränkt sich zumeist auf die Kapitelle und hier und da gibt es vielleicht am Traufstein irgendwelche Kobolde. Es ist aber eine sehr geklärte und sehr glatte Architektur. Und was Sie nun alle kennen, ist der gotische Überschwang an Ornamentik. Hier ändert sich etwas vollkommen. Irgendwo zwischen 12 und 1300. Plötzlich werden die Oberflächen der Baukörper ungeheuer zerklüftet. Denken Sie an die Stützpfeiler, aber denken Sie auch überhaupt an das angereicherte Ornament, das hier nun höherdimensional, also im mathematischen Sinne, nicht mehr elementargeometrisch, sondern mit komplexen Formen, mit Freihandlinien gewissermaßen gezeichnet werden, also immerhin komplexere Formen. Das können Sie auch an der Plastik beispielsweise sehen, aber wir wollen ja bei der Architektur bleiben. Sie haben also in der Form der gotischen Kathedrale eine ungeheuer zerklüftete Architektur, die sich etwa mit mathematischen Mitteln nur noch sehr schwer beschreiben lässt. Und dieser Überschwang an Ornamentik, denken Sie auch an die Maßwerkfenster, nicht wahr? Der stellt sich in einem enormen Kontrast zur Einfachheit und Zurückhaltung der Romanik dar.
Und dann werden Sie vielleicht sagen, na ja, Gott, das ist eben Fortschritt. Ja, dieser Fortschritt wird aber arg gebrochen, nämlich im Übergang in die Renaissance. Denken Sie an die Renaissance. Wodurch zeichnet sich die Renaissance aus? Durch glatte Fassaden in erster Linie. Es gibt auch einen Renaissance-Prunk natürlich, aber er ist sehr wesentlich zurückhaltender. Die Fassaden werden wieder glatt. Schauen Sie sich die typische Repräsentation der Renaissance-Architektur an. Das ist der florentinische Palazzo. Der sieht arg romanisch aus. Sie haben wieder Rundbogenfenster. Ich meine, es ist Ihnen klar, die landläufige Bezeichnung der Gotik ist ja Spitzbogenstil. Das ist gar nicht so wichtig, es ist ja immer noch eine Kreisform. Allerdings immerhin sind die Mittelpunkte verschoben zu deren Konstruktion. Aber darauf wollte ich, wie Sie sehen, gar nicht eingehen. Aber Sie haben wieder die einfachen Rundbogenfenster in der Renaissance vorherrschend. Denken Sie auch an die Giebel der Renaissance, insbesondere in Deutschland, die wieder ganz normale Kreisform haben. Vor allen Dingen aber die glatte Oberfläche. Die Glattheit, die Elementargeometrie tritt wieder in den Vordergrund. Und Sie sehen, das können Sie als Fortschritt nicht mehr verkaufen. Das ist die Bewegung aus der Romanik in die Gotik wieder zurückgenommen in die Romanik, die nun Renaissance heißt. Und die Renaissance hat nicht wenige Bauwerke der Romanik als antik fehlinterpretiert. Denn Sie wissen natürlich, die Renaissance versucht, die Antike wieder zu beleben. Die Antike ebenfalls vor allen Dingen eine Kultur da als Ganzes, die sich dem geklärten Bauen verschrieben hat. Auch da gibt es Stile, da gehen wir heute nicht drauf ein. Und was folgt auf die Renaissance? Auf die Renaissance folgt der Barock. Und wenn es irgendeinen Stil gibt, den Sie als überwuchernd ornamental verstehen, dann ist es natürlich der Barock. Und da haben Sie auch insbesondere in den Grundrissen dann Ellipsenform und so weiter, die tatsächlich der höheren Geometrie im mathematischen Sinne auch angehören. Aber auch die gesamte Ornamentik ist natürlich mathematisch gesehen höherdimensional. Und das greift hinein dann bis ins Extrem des Rokoko. Was folgt auf das Rokoko? Der Klassizismus. Und der Klassizismus ist wieder so geklärt, abgeklärt, geradflächig, glattflächig wie die Renaissance. Und wie die Romanik, die ja letztlich natürlich aus der spätrömischen Architektur herrührt. Was folgt auf den Klassizismus? Ja, der Historismus. Und der Historismus, Sie wissen, das kommt eigentlich aus einer Art Neogotik, Neobarock. Es gibt dann auch Neorenaissance, das ist dann eine sehr prunkvolle Neorenaissance, aber hat eigentlich mit der ursprünglichen, insbesondere oberitalienischen Renaissance gar nicht besonders viel zu tun. Vielleicht noch am Innenraum, aber nun nach außen repräsentiert. Also die Außenfassaden sind nicht wiederzuerkennen. Der Historismus ist insgesamt vielleicht der ornamentierteste Stil überhaupt. Auch in einfachen Bürgerhäusern. Nicht? Schauen Sie sich beispielsweise eine Fassadenflucht aus dem Klassizismus an, in Weimar beispielsweise, dann finden Sie, dass tatsächlich der Abschluss des Putzes mit den Fensterscheiben geradezu bauhäuslerisch anmutet, während ein Straßenzug des Historismus ungeheuer plastisch ist. Da haben Sie wieder einen Stil der überbordenden Ornamentik. Und was folgt auf diesen im frühen 20. Jahrhundert? Das Bauhaus. Die totale Reduktion der Ornamentik. Und da sehen Sie, das ist eine Abwechslung von Horror Ornamenti und Horror Vacui. Oder positiv formuliert, die Abwechslung zwischen der Liebe zum Ornament und der Liebe zur Klarheit. Nun können Sie freilich die Architektur noch in anderer Hinsicht ansehen, beispielsweise Höhendrang, Breitendrang. Sie können der Frage nachgehen, inwiefern Mauern durchbrochen werden oder besonders abgeschlossene Räume dargestellt werden können. Aber wir beziehen uns mal in diesem ersten Anflug dessen, was eigentlich in dieser Theorie stecken soll, mal nur auf
dieses Vorhandensein von Ornamentik und das Fernsein von Ornamentik. Und da sehen Sie, in diesem Sinne wechseln sich die Stile ab. Sie finden also Ornament, Glattheit, Ornament, Glattheit. Und so geht das vor und zurück, hin oder her, wie Sie es sehen wollen. Das heißt im Grunde und in dieser Hinsicht nur zwei Zustände. Zwei Zustände, die Sie benötigen, um diese Abwechslung zu beschreiben. So, und diese zwei Zustände nenne ich Kultur und Ingenium. Kultur bezieht sich auf die glatten, in diesem Beispiel auf die glatten Zustände, auf die Zustände glatter Fassaden, nämlich Romanik, Renaissance, Klassizismus und Bauhaus sind Kultur, sind kultischer Art. Und alle anderen, Gotik, Barock, Historismus, das sind die drei Stile des Ingeniums. Nun ist es nicht wichtig, wie Sie das nennen. Sie können das auch Cembulski und Bambulski nennen. Warum das der Fall ist, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, das können Sie nachlesen. Das Entscheidende ist nun, dass Sie mit nur zwei Begriffen die Abwechslung der Stile der abendländischen Architektur darstellen können, indem Sie schlicht sagen, diese beiden wechseln sich ab. Wenn es nun gelänge, eine solche Abwechslung zweier Extreme auch für andere Vorgänge in der Geschichte darzustellen, zum Beispiel etwa für die romanische und gotische Philosophie, also für die Früh- und Spätscholastik, dann für die Philosophie der Renaissance, für die Barockphilosophie und dann für die Philosophie des Klassizismus, etwa Kant und so weiter. Und dasselbe für die gesellschaftlichen Vorgänge, für die Herrschaftsverhältnisse, aber auch für die Malerei, für die Plastik, für die Literatur und so weiter und so weiter. Wenn das gelänge, dann wäre die Theorie valide. Das versuche ich in diesem Buch, habe ich versucht in diesem Buch. Und ein Beispiel davon ist diese besonders anschauliche Abwechslung der Stile in der abendländischen Architektur. Sie können ähnliche Dinge natürlich auch in anderen Kulturen finden, und in Kultur und Ingenium sind es die Kulturen Ägyptens, der Antike, also griechisch-römischer Antike, und des Abendlandes, also der Kultur seit 1000, die zur Darstellung kommen, alle anderen nicht. Das hat auch seine Begründung, das ist nämlich diese Dreiheit an Kulturen, die tatsächlich im gewissen Sinne aufeinander folgen. Und das führt dann tatsächlich zum Begriff, der Untertitel sagt, eine fraktale Geometrie der Weltgeschichte. Das führt dann zur Fraktalität. Das heißt, dass nämlich diese Wellenbewegung, diese Wechselbewegungen zwischen verschiedenen Geisteszuständen, die auch verschiedene gesellschaftliche, wissenschaftliche und künstlerische Zustände erzeugen, dass diese auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also tatsächlich gibt es auch noch Halbstile etwa, nicht nur diese kompletten Stile, sondern auch innerhalb der Stile wechseln sich noch einmal solche Gegensätze ab. Ganz prominent etwa in der Früh- und Spätrenaissance, aber im Grunde in allen Stilen. Und auch in größeren Wellenlängen findet diese Abwechslung statt. Und daher unter anderem die Besprechung dieser drei aufeinanderfolgenden Kulturen, da auch die Kulturen zueinander Gegensätze darstellen. Erinnern Sie sich an Spengler, der die Antike so sehr stark dem Abendland gegenübergestellt hat und nicht wenig auch zur Verwandtschaft zwischen Abendland und Ägypten gesprochen hat. Und da haben Sie wieder diese Gegensetzung, nicht diese Abwechslung, also Ägypten, Antike, Abendland. Aber auch zwischenzeitlich noch, nämlich, Sie kennen die Begriffe natürlich der Epochen, könnte man sagen, in der abendländischen Geschichte, Mittelalter, frühe Neuzeit, Moderne, oder in der römischen Geschichte die Königszeit, die Republik und die Kaiserzeit. Auch diese Entitäten als
zeitliche Zustände wechseln sich in gewisser Weise ab. Ihnen unterliegt aber diese schnellere Frequenz der Stile, auch in der Antike. Das ist die Idee des Buches und die Aufgabe des Buches ist, das an möglichst vielen Beispielen der geschichtlichen Entwicklung zu exemplifizieren. Dass diese Gegensetzung dann auch in andere Dimensionen hineinspielt, etwa in die Aufteilung der Gesellschaft in höhere, mittlere und niedere Klassen, das hatte ich Ihnen schon in anderen Zusammenhängen angedeutet. Wie hieß das Video? Da ging es um die Spreizung der Gesellschaft, wenn ich mich recht entsinne. Da können Sie also auch nochmal hineinsehen. Da haben Sie auch diese Wellenbewegung, denn die Gegensetzung wird als Wellenbewegung dargestellt. Ich habe Ihnen das auch eingeblendet damals und vermutlich auch während dieses Videos schon. Und damit ist hoffentlich klar, oder Sie haben vielleicht einen ersten Eindruck davon, was die Grundidee dieser Theorie ist und wie Sie sich vielleicht denken können, dass sie auf andere Gebiete übertragbar ist, sodass also Geschichte, und das ist die Endkonsequenz der Sache, eine Abwechslung von in gewisser Weise extremen Zuständen ist. Und zwar aus dem Übermaß des einen folgt das Gegenteil, weil man einer Sache müde geworden ist. Die Gotik ist dieser überbordenden Ornamentik müde geworden und die Renaissance sagt, lasst uns einfach nur noch glatte Fassaden, klare Linien darstellen. Und umgekehrt folgt aus dieser Klarheit wieder der Drang zu mehr Prunk und Ornamentik. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das auf alle anderen Gebiete der Geschichte überträgt, dann müssen Sie das Buch zur Hand nehmen. Bis zum nächsten Mal, gute Nacht.